Ja, wir sind hier beim Artemis-Tempel, einem der wichtigsten Heiligtümer von Ephesus. Tempel für die Fruchtbarkeitsgöttin Artemis, der gebaut worden ist und der nachher als Pilgerstätte gedient hat und somit Ephesus zu Reichtum verholfen hat. Und der Artemis-Tempel war eines der 7 antiken Weltwunder. Ja, an diesem Ort ist der Tempel gestanden und so hat er auch ausgesehen wie auf diesen Bildern. Und das ist das, was noch übrig ist. Eine Säule. Es muss eine riesige Anlage sein mit 127 Säulen, teilweise 18 Meter hoch. Es muss wahnsinnig eindrücklich sein. Leider kann man die ursprüngliche Pracht nur erahnen. Ja, es gäbe anscheinend einen Tempel in Diomio unten, der aber nur 122 Säulen hat. Aber dort können wir so ein bisschen erahnen, wie der wirklich gewirkt hat. Den werden wir auch noch anschauen später. Ja. Hallo zusammen, wir sind hier in Ephesus, in den Ruinen der römischen und griechischen, auf der ehemaligen Stadt Ephesus. Das war eine der grössten Städte in der Antike mit 250'000 Einwohnern. Ja, und die wichtigste Stadt im asiatischen Teil des Römischen Reich. Die Hauptstadt vom Teil Asia, ich weiß nicht mehr genau, wie es geheißen hat. Kleinasien, Asia Minor. Genau. Und ist sehr reich geworden. Einerseits durch den Kult von der Artemis, von der Göttin, die viele Pilger angezogen hat. Und andererseits wegen dem Hafen. Das ist eine Bibliothek. Das war in der Antike eine der drittgrössten Bibliotheken in der Welt, nach Alexandria und mit Pergamon. Genau. Unglaublich wichtig war. Und unglaublich eindrücklich. Es gibt einen mega guten Eindruck, wie das früher ausgesehen hat. Die Celsus-Bibliothek ist in den 70er Jahren wieder rekonstruiert worden und ist jetzt das Wahrzeichen von Ephesus. Die Terrasshäuser an der Kuretenstrasse mit ihren wunderschönen Fresken und Bodenmosaik geben einen tiefen Einblick in das damalige Leben von einer wohlhabenden Familie. Am nächsten Tag haben wir einen Ausflug auf Schirinze gemacht, ein ehemaliges griechisches Dorf in der Nähe von Selçuk. Schirinze ist bekannt für den Weinbau und für die spezielle Architektur und ist ein beliebtes Ausflugsziel von Selçuk her. Hallo, da sind wir. Und dort ist Priene. Priene, die nächste antike Stätte, die wir anschauen. Genau. Ja, wir haben hier gezeltet, eigentlich gerade am Wegrand bei einem Fels. Und da geht der Weg durch. Und dann sind wir gestern Abend gesehen worden von einem Bauer. Und kurz darauf ist dann die Polizei vorbeigekommen, nachdem wir gegessen haben. Ja, es war schon dunkel. 5. 6. Ja, das 4. und das 5. Ja. Ja, das Paris waren es, ja, so ein grosses Polizeiauto ausgestiegen. Ja. Und Ja. dann nach der Nationalität und dem Pass gefragt und alle Genau, unser Gesicht wo wir hergekommen sind, wenn wir in die Türkei eingereist sind. Also zuerst haben sie gefragt, wenn wir aufgewacht sind, aber dann haben sie es nochmal korrigiert. Ja, Google Translate ist halt nicht immer ideal. Und dann ein bisschen geredet und dann nach einer Weile haben sie bei Google Translate einen Satz gegeben, der dann übersetzt geheißen hat «Take care of yourself and we love you». Ja. So, okay. Okay.
Ja, Ja. auf jeden Fall war es dann okay. Wir wollten einfach wissen, dass wir heute Morgen weitergehen Ja, und nicht noch eine Woche da campieren im Feld. genau. Haben wir nicht vor. Haben wir nicht vor. Wir hauen es jetzt. Genau. Velos sind gepackt. Los geht's. Los geht's. Ja, vor ein paar Minuten waren wir noch dort unten, in der Ebene unten, und haben hier hochgeschaut zu diesen Säulen. Und jetzt sind wir schon da oben. So schnell geht das. Athena-Tempel in Priene. Genau. Es ist mega durcheinander. Könnte man aufräumen. Es sind ganz viele Säulen, die hier noch rumliegen, Säulenteile. Aber mega schön von der Stimmung her hier oben. Ja, die Lisa im Ehrensitz vom Theater Priene. Das Theater aus der griechischen Zeit, das noch erhalten geblieben ist. Und eben die Vorführungen haben am Anfang hier stattgefunden, auf dem runden Platz da. Und dann nachher mit der Zeit dann hier im oberen Stock von dem Bühnengebäude. Und die Sitze da haben eben, sind für bestimmte Personen reserviert, die dann ganz nah am Geschehen waren. Ja. Und hier haben wir noch einen Altar für den Gott Dionysos, Gott vom Theater. Und vom Wein. Die ganze Anlage ist mitten in den Bäumen, wirklich viel Schatten auf dem Hügel oben. Und es ist sehr schön, da wir sind die Einzigen, haben das Ganze für uns. Und es erinnert so ein bisschen an das Entdecken von Angkor Wat, so die gewissen verwunschenen Tempelanlagen dort. Schön. Ja, wir sind hier im Apollon-Heiligtum von Didima. Es ist, glaube ich, der zweitgrößte Tempel von der Antike. Und, Das zweitwichtigste Orakel nach Delphi. Genau. Und eigentlich kommt man hier am besten den Eindruck über vom Tempel von Artemis, von Ephesus, wo ja eines der 7 antiken Weltwunder war. Und wo leider nur noch eine Säule gestanden ist. Genau, wo auch nicht einmal ganz bis rauf geht. Da sieht man ein bisschen die Dimensionen, die riesig sind. Wenn wir jetzt hier kurz vorne gehen, schauen, sieht man, kann man da ein bisschen abschätzen, wie weit vorne das es gegangen sind. Ja, und es ist gewaltig, wie es hier aussieht. Ja, da vorne ist der Baffasee, als heutige Ziel. Aber nicht da, sondern ganz am anderen Ende vom See ist das Ziel. Also noch knapp, nicht mehr ganz 30 Kilometer. Oh
ayrı biliyorum. Ölmeden son bir defa belini kavrasam yeter. Mischung mit diesen Steinen, dem Ost und dann da Olivenbäume. Das ist echt schön. Und so einen Untergang. Und so ein Untergang, ja. Genau. Fest ab. Vorher der Lisa hat gerade gesagt, es ist eigentlich das erste Mal in der Türkei, wo mich die Landschaft so richtig fest beeindruckt. Und wir sind doch jetzt schon fast 3 Wochen da. Aber so Wahnsinn. So wahnsinnig ist es noch nie gewesen. Hadi gel buluşalım eski köprünün altında kimseler görmesin. Mehtaba karşı uzanalım eski köprünün altında Oi. kimseler Oi. bilmez. Kimseler Hey. görmesin. Zufrieden am Fressen. Wir werden sogar mit dir, wenn wir nicht Velo fahren. Langsam nicht mehr gut. Ich glaube, es ist voll in Ordnung so. Hast du das Wandern auch mit dir, wenn wir Velo fahren? İster eylem benimle yüzünü bir görsem yeter. Yolumuz ayrı biliyorum. Ölmeden son bir defa belini kavrasam yeter. Hadi gel buluşalım eski köprünün altında kimseler görmesin. Mehtaba karşı uzanalım. Es ist in Fels reingebaut. Auf den Fels drauf, he? Ja. Ja, es ist mega spannend hier oben. Sie haben hier immer wieder so Steine gebraucht, um darunter Träume zu bauen, wie zum Beispiel hier. Wie man hier sieht, eine Steinmauer, die halt schon sehr verfallen ist, unter dem grossen Felsen. Dort war eine Feuerstelle. Auf dem Felsen oben drauf hat es hier noch eine mega Wehranlage. So crazy. Ja. Und jetzt schwer gelaufen. Ja. Wow. Wahnsinn! Wow, ja. Son, 2, 3, 4. Deli gönül hiç bilmez kimle olur kimle olmaz, yanar da uslanmaz, kavuşsa da çare bulmaz. Bir teselli istemem, istesem de diyemem, narımdan harap oldum, artık yanmak isterim. 27. November 2020. Und wir haben wieder mal die Füße im Sand. 20 Grad. Traumhaftes Sonnenwetter am Lake Baffa hier in der Türkei. Dort hinten ist ja unser Dorf und den ganzen Weg sind wir entlang gewandert. Wir haben gestern einen Bootsausflug gemacht und von dort aus schon die verschiedenen Sandstrände gesehen.
und gefunden, wir machen uns in diesem Sinne heute einen Strandtag ohne Baden. Ein bisschen Sonnenle lesen und noch mal so ein bisschen das Wasser geniessen, bevor es nächste Woche regnerischer wird. Und es hat so viele wunderschöne Sandstrände hier an dem See. Ja, ich denke, da bleiben wir jetzt ein Zeitchen. Ja. Aber ja, ich habe vielleicht selber gemerkt, das Eindrücklichste an diesem See ist nicht der Sandstrand oder der See an und für sich, sondern die Landschaft da hinten dran. Mit diesen mega Steinformationen, Felsformationen. Das ist wirklich sehr, sehr eindrücklich. Bitmez oldu kavgası, hem kendiyle hem başkası. Aşkında keşkesi, çekilmiyor ki böylesi. Bir teselli istemem, istesem de diyemem. Narımdan harap oldum, artık yanmak istemem. Bir teselli istemem, istesem de diyemem. Narımdan harap oldum, artık yanmak istemem. Ah, teşekkür. Ja. Vorbei. İsviçre, yes. Bisiklet. İsviçre, Türkiye. Tur. Devam. Türkiye'den sonra yani. İran. Gürcistan. İran, Georgia. Georgia, Kasachstan, Usbekistan, Oo. Kazakistan. Japonya. Tacikistan. Japon. hayır. Çin. India. China. India. India Nepal. son. Hindistan. Ha, Evet. orada ganj yıkanıyorsunuz. Güzel. İsviçre. 4 aylar. 4 aydır. Bisiklet. Kaç kilometre? Uy, 4 3900. İsviçre'den geliyorlarmış Hindistan. Evet. Gidecekler. No problem. Motor. No motor, No, no, no. Motor, No, motor. no, No, motor. this motor like. Bisiklet ama motor. No, no. Hayır motor. Hayır motor. Otomatik. Gearbox. 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 No motor, no. No motor. Rohlof yok mu? Sorry? Rohlof mu diyorlar? Ömer No, Rolof'tan. pinion. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Farklısı. Trek. Track, ja. Hoşça kal. Aman tövbe olsun, yapamam olsun, seninle olsun. Zaman geçmez oldu, bu kaçıncı seni de bulsun. Aman tövbe olsun, yapamam olsun, seninle olsun. Zaman. Guten Morgen vom Lake Baffa. Ja, das war unser Ausblick von unserer Pension die letzten 4 Nächte. Wir wollten eigentlich nur 2 Nächte anbleiben. Haben dann aber herausgefunden, dass die Fähre von unserem nächsten Etappenziel Bodrum weiter nach Dacia nur 3-mal in der Woche fährt. Und dann hätten wir entweder müssen sehr schnell von hier weggehen und nach Bodrum hetzen oder uns sehr viel Zeit lassen. Und dann haben wir uns für den Plan B entschieden und sind halt einfach wirklich 4 Nächte geblieben. Mega toll. Wow, schau den Strand an. Strengster Strand von Türkei. 12 oder 18 Kilometer lang. Es ist genial. Bir teselli istemem, istesem de diyemem. Narımdan harap oldum, artık yanmak istemem. Bir teselli istemem, istesem de diyemem. Narımdan harap oldum, artık yanmak istemem.